Wir wollen wirklich was anderes. Wir wollen anders leben, anders miteinander leben. Also nicht nur in der Gemeinschaft, wir wollen auch ausstrahlen nach außen. Das hier soll ja so eine Art endgültige Wohnung sein, dass wir mindestens 30 Jahre und länger hier sind. Das UFO kommt mit. Also egal wie schlimm der Umzug wird, ich mache das mit, weil wir landen dann endlich in unserem Zuhause mit unseren Genossen. Das ist ja der Knackpunkt sozusagen an der ganzen Sache. Ist das wirklich nur so ein nettes Miteinander reden oder kannst du dich darauf verlassen? Kannst du da mal hingehen, wenn du auch vielleicht irgendwelche Sorgen hast? Treffen der künftigen Bewohner auf der Baustelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Die eingetragene Genossenschaft Kassel im Wandel wurde schon 2012 gegründet. Das Ziel? Miteinander statt nebeneinander zu wohnen. Und das ein Leben lang, also von der Kindheit bis ins hohe Alter. Also wir wurden das so oft gefragt, ich glaube, wir wurden das sogar bei jedem zweiten Treffen gefragt, ob wir uns sicher sind, dass wir hier wirklich einziehen wollen. Obwohl die anderen so alt sind. Aber das ist, und? Regina, Alfred und ihre Tochter Raja sind die jüngsten Mitglieder im Mehrgenerationen-Wohnprojekt. Wisst ihr, was euch erwartet? Vielleicht habt ihr nicht mehr geguckt. 3 Wochen? 3 Wochen ungefähr. 3 Wochen. Mittlerweile gehen wir einfach gerne hin, einfach nur, weil wir wissen, das wird es bald. Das ist ein schönes Gefühl. Weil der Traum kommt ja immer näher und wird immer realer. Kassel im März 2023. Seit 1,5 Jahren wird gebaut. Im Sommer wollen Alfred und Regina zusammen mit 14 weiteren Mitgliedern der Genossenschaft Kassel im Wandel hier einziehen. Schon vor dem Einzug gab es regelmäßige Treffen. Da ging es auch darum, auf soziale und ökologische Weise Wohnraum zu schaffen und mit Holz, Strohballen und Lehmputz zu arbeiten. Eva Maria, hast du den Schlüssel? Ja, Schlüssel kommt. Das Mehrgenerationenhaus ist ein sogenanntes Hybridgebäude, eine Art Mischung zwischen Reihen- und Mehrfamilienhaus. Im Moment verteilen sich 17 Wohneinheiten auf 3 Stockwerke. Die Anzahl der Einheiten ist aber veränderbar. Das ist das Einzigartige an diesem Bauprojekt. Alfred und Regina ziehen jetzt um. Raus aus ihrer Mietwohnung im Hochhaus ins Mehrgenerationenhaus im Kasseler Stadtteil Harleshausen. Das sind jetzt die Details. Wann kommen wir wieder? Was brauchen wir noch? Jetzt die letzte Tour. Aufbauen, Kühlschrank aufstellen. Die Frau möchte auch schnell die Waschmaschine angestellt haben, weil wir haben seit einer Woche nichts waschen können. Wenn das erledigt ist, dann können wir aufatmen. Dann haben wir unser Zuhause drüben. Wir sollten eigentlich schon seit über einer Stunde endlich waschen. Ja. Uns fehlt an allem irgendwas. Also, wenn das noch 2 Wochen geht, dann sind wir Nudisten. Ja, das sind die Sachen, die dann einem fehlen in der modernen Zeit. Wasserkocher, ein Bett und eine Waschmaschine. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, der Garten immer noch brach liegt, die ein oder andere Steckdose nicht funktioniert. Die Gemeinschaft trifft sich zu ihrem ersten Sommerfest. Also es ist eigentlich dieses kleine Dorf, so wie ich es mir gewünscht habe, das spürt man schon. Also das entwickelt sich schon langsam und das ist halt echt schön. Das hatte ich in meiner Kindheit mit Freunden. Man geht raus, klingelt an die Tür, kommst du raus zum Spielen. Da gab es kein WhatsApp. Und so ist das jetzt hier mit den Nachbarn. Das sind keine Nachbarn, das sind Freunde und Familie. Willkommen an diesem Ort, willkommen an diesem Tag. Ich denke, die Welt verbessern kann man nur von unten. Also im Grunde sind wir auch eine Graswurzelbewegung. Also man kann nur von kleinen Gemeinschaften, Basisgemeinschaften sozusagen ausgehen und da was vorleben. Und nicht missionieren und, und jetzt müsst ihr anders und das,
sondern wir leben es vor, laden die anderen ein und dann, ich glaube, dann passiert es von alleine. Upsala. Eine aufgeräumte Baustelle ist eine sichere Baustelle. In der nächsten Folge geht's auf ein altes Hofgut in Nordhessen. Uns ist ganz wichtig, dass die Menschen hier im Dorf nicht das Gefühl bekommen, jetzt kommen die aus der Stadt hier hin und wissen alles besser. Das ist auf keinen Fall so. Werden sich die Großstädter, die gerade hierher gezogen sind, mit der Dorfgemeinschaft zusammenraufen?